Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch den Unterschied zwischen der Apple Watch Ultra 3 als auch der Fenix 8 Pro zeigen. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, aber dann doch auch Unterschiede und ich möchte vor allem hier auch auf die sportlichen Möglichkeiten eingehen und die Frage klären, ob die Apple Watch Ultra 3 jetzt nun auch schon für den Sport geeignet ist. Die Apple Watch Ultra 3 erscheint dabei in einer Größe mit 49 mm. Du kannst dich auch zwischen zwei Farben entscheiden, einmal Natur und Schwarz, und das Gehäuse selbst ist dann hier aus Titan. Anders sieht es bei der Garmin Fenix 8 Pro aus. Da bekommt ihr zwei Gehäuse angeboten, einmal in der 47 mm Variante und in der 51 mm Variante. Auch hier gibt es eine graue Farbe und eine schwarze Farbe. In diesem Video seht ihr die 51 mm Version in der schwarzen Farbe. Und auch hier ist natürlich das Gehäuse aus Titan. Gewichtstechnisch bewegt sich die Apple Watch Ultra 3 in der Naturfarbe bei 61,6 Gramm, während die schwarze Version 61,8 Gramm hat. Die Fenix 8 Pro ist etwas schwerer mit 77 Gramm in der 47 mm Variante und 90 Gramm in der 51 mm Variante. Beide Uhren haben dann auch eine Wasserdichtigkeit bis 100 Metern und beide Uhren unterstützen auch die Tauchtiefe bis 40 Metern. Das heißt also, du kannst die Uhr hier ohne Probleme bis zu 40 Meter bedienen, ohne dass hier eine Beschädigung stattfindet. Beide Uhren sind dann auch mit einem Tiefensensor ausgestattet. Die Fenix 8 Pro reagiert dann ab einer Tauchtiefe von 1 Meter und dann bekommst du auch alle tauchspezifischen Daten angezeigt und ob du zu schnell auftauchst oder auch nicht. Und auch eine Nachberechnung ist ebenfalls dabei, das heißt also, wann du wieder fliegen kannst. Bei der Apple Watch Ultra 3 sieht es etwas anders aus. Es gibt zwar eine Tiefen-App, die dann auch die Tiefe anzeigt, das ist aber jetzt nicht wirklich eine Tauch-App. Um die Uhr dann wirklich als Tauchcomputer zu nutzen, musst du dann die Ocean Plus App herunterladen und da kannst du zum Beispiel eine monatliche Abogebühr abschließen, um dann hier zum Beispiel dann einen Monat tauchen zu gehen oder wenn du gerade Urlaub bist, ist das auf jeden Fall möglich und hast auch hier dann einen vollwertigen Tauchcomputer mit dabei. Im Bereich des Displays bekommt ihr bei der Apple Watch Ultra 3 das neue LTPO 3 OLED Display, welches auch mit einem Saphirglas geschützt wird, und das Display selbst hat dann eine maximale Helligkeit bis 3000 Nits. Bei der Garmin Fenix 8 Pro gibt es dann zwei Varianten. Du bekommst einmal ein ganz normales AMOLED Display angeboten, das so bis etwa 2500 Nits hell werden kann. Garmin gibt hier leider nicht genau die Daten an. Und es gibt auch noch eine zweite Version, eine sogenannte Micro-LED-Version, die aber deutlich teurer ist, die knapp 2000 Euro kostet, die dann bis 4500 Nits hell werden kann. Und auch hier ist es so, dass bei allen Fenix 8 Pro Modellen das Display hier mit einem Saphirglas geschützt wird. Im Bereich der Konnektivität bekommst du bei beiden Uhren dann auch einen Bluetooth-Chip verbaut. Das heißt also, du kannst mit beiden Uhren einen Brustgurt verbinden, ein Leistungsmesser beim Radfahren. Du bekommst auf beiden Uhren dann auch Leistungswerte angezeigt, als natürlich auch die Möglichkeit, hier Kopfhörer zu verbinden, denn sowohl auf der Fenix 8 Pro als auch auf der Apple Watch Ultra 3 könnt ihr dann auch Offline-Musik mitnehmen, sei es jetzt von Spotify, Amazon Music oder auch Deezer, und dann kannst du beim Sport dann auch hier das Handy zu Hause lassen. Was bei der Fenix 8 Pro dann noch hinzukommt, ist die Unterstützung von ATN+. Falls du hier Geräte hast, die kannst du so nämlich auf der Apple Watch Ultra leider nicht verwenden. Im Bereich des Mobilfunks bekommst du bei der Apple Watch Ultra 3 dann auch ein 5G-Chip verbaut. Du kannst dann auch eine eSIM hinterlegen mit deiner Rufnummer und bist dann immer jederzeit erreichbar, sofern das Handy nicht in der Nähe ist. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, deine Apps zu nutzen, beziehungsweise auch Musik über die Uhr zu streamen. Oder es gibt dann auch die Option, zum Beispiel bei iMessage hier mit jemand anders zu kommunizieren. Bei der Fenix 8 Pro sieht es etwas anders aus. Wir haben zwar auch hier LTE verbaut, aber es gibt hier das LTE-M, das ist ein energieeffizienteres LTE als der 5G-Chip. Und es ist auch so, dass du bei der Garmin Fenix 8 Pro nicht deine eigene eSIM hinterlegen kannst. Vielmehr bekommst du von Garmin eine eigene Nummer zugewiesen, da die ganze Kommunikation hier über den Garmin Messenger läuft. Das heißt also, wenn du auch telefonieren möchtest, musst du dann hier über den Garmin Messenger gehen. Das gleiche ist aber auch, wenn dich jemand anrufen möchte, benötigt er ebenfalls hier den Garmin Messenger, um dich dann zu erreichen. Nachrichten selbst können dann auch über den Garmin Messenger getätigt werden. Der Empfänger benötigt hier nicht zwingend den Messenger. Er bekommt dann eine SMS, auf die er dann auch antworten kann. Und du hast auch die Möglichkeit, über Mobilfunk einen Notruf abzugeben. Auch das unterstützt an dieser Stelle hier die Apple Watch Ultra 3, aber in diesem Fall hier mit der eSIM. Eine weitere Voraussetzung, dass du aber LTE bei Garmin verwenden kannst, ist dann noch ein zusätzliches Abonnement, was du dann über Garmin abschließen musst. Das heißt also, du kannst jetzt hier nicht deinen Handyvertrag mit der Uhr verbinden oder beziehungsweise nutzen. Sowohl die Apple Watch Ultra 3 als auch die Garmin Fenix 8 Pro unterstützen auch jetzt die Satellitenkommunikation. Das heißt also, wenn du mit der Apple Watch Ultra 3 in Not bist, kannst du hier zum Beispiel einen Notruf abgeben über Satellit oder auch deinen Standort teilen. Das Ganze ist dann auch hier 2 Jahre kostenlos. Anders sieht es dann bei der Garmin Fenix 8 Pro aus. Hier kannst du auch einen Notruf abgeben. Du kannst aber auch Nachrichten darüber verschicken oder du kannst auch hier deine Position teilen. Einziger Nachteil, du hast hier 30 Tage kostenlos beim Kauf der Uhr das Ganze enthalten. Ab da musst du dann leider auch hier das Abonnement zahlen.
Aber hier gibt es dann eine LTE bzw. Satellitenabonnement, je nachdem, was du an dieser Stelle hier benötigst. Und möchtest du mit deiner Uhr bezahlen, unterstützt die Apple Watch Ultra 3 dann auch Apple Pay. Und da sind eigentlich nahezu alle Banken enthalten, die du hier verwenden kannst. Anders sieht es bei der Garmin Fenix 8 Pro aus. Die unterstützt zwar auch Garmin Pay, das heißt also Zahlen mit der Uhr ist auch möglich, aber die Vielfalt der Banken ist hier deutlich geringer als bei Apple Pay. Ich verlinke dir auch meine Übersichtsliste der Banken, welche die Garmin Fenix 8 Pro hier unterstützt. Sowohl die Apple Watch Ultra 3 als auch die Garmin Fenix 8 Pro haben dann auch hier einen App Store. Das heißt also, du kannst die Uhr dann auch weitere Funktionen erweitern. Aber da muss man einfach sagen, dass der App Store von der Apple Watch Ultra 3 hier deutlich vielfältiger ist. Das heißt also, es gibt viel mehr Möglichkeiten, die Funktion deiner Uhr zu erweitern, auch über den Sport hinaus. Das sieht bei der Fenix 8 Pro etwas anders aus, ist sehr eingeschränkt und der Fokus liegt auf jeden Fall hier mehr auf Sport als jetzt auf tägliche Widgets. Zu guter Letzt unterstützen dann beide Uhren auch Sprachassistenten. Besser gesagt, die Apple Watch Ultra 3 hat ja Siri mit dabei. Auch Offline-Siri ist dann möglich, falls das Handy nicht in der Nähe ist oder man kein Internet hat. Da kann man dann so rudimentäre Sachen einstellen wie Timer. Das gleiche gibt es auf der Fenix 8 Pro auch. Zu einem gibt es einen Garmin-Assistenten. Das heißt also, du kannst auf der Uhr auch offline hier Funktionen ausführen, Aktivitäten starten oder das Wetter anschauen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, auf der Garmin Fenix 8 Pro hier Siri-Befehle auf dein Handy weiterzuleiten, aber es wird nur weitergeleitet, das heißt also Siri läuft hier nicht offline auf der Uhr selbst. Sowohl die Apple Watch Ultra 3 als auch die Garmin Fenix 8 Pro bieten uns dann auch einige Gesundheitsfunktionen an. So kannst du mit der Apple Watch Ultra 3 auch hier ein Schlaftracking betreiben. Du bekommst jetzt auch mit dem neuesten Update einen Sleep Score angezeigt, der einfach nochmal deinen Schlaf bewertet, ohne dass du jetzt hier tiefer ins Detail gehen musst. Aber auch die Garmin Fenix 8 Pro hat natürlich hier ein Schlaftracking mit dabei, auch mit einer Nickerchenunterstützung, wie auch bei der Apple Watch Ultra 3. Und du bekommst bei der Fenix 8 Pro dann auch hier einen Sleep Score angezeigt. Das Ganze geht aber noch weiter, weil du hast dann auch einen Schlafcoach. Das heißt also, die Uhr hilft dir dabei auch optimal zu schlafen bzw. ein Schlafdefizit aufzuzeigen, wenn es vorhanden ist. Als auch die Möglichkeit, die sogenannte Herzfrequenzvariabilität anzeigen zu lassen. Das heißt also, wie gut du dich in der Nacht erholt hast. Dieser Wert wird zwar auch von der Apple Watch Ultra 3 ermittelt, ist dann aber doch wirklich sehr tief in Apple Health versteckt. Neben dem klassischen Schlaftracking bekommst du bei der Fenix 8 Pro dann auch die Garmin Body Battery angeboten. Das ist quasi so ein menschlicher Akku, der zeigt, ob du dann hier abends mal Sport machen solltest oder dich ausruhen. Es gibt dann auch eine Stressmessung, die dann über den Tag gemessen wird, als auch die Möglichkeit, eine sogenannte Trainingsbereitschaft anzeigen zu lassen. Das heißt also, die Uhr sagt dann auch, solltest du heute lieber mal trainieren oder eine Pause einlegen. Das ist dann vor allem sehr hilfreich für Einsteiger. Das haben wir so leider auf der Apple Watch Ultra 3 nicht. Was es aber auf der Apple Watch Ultra 3 gibt, ist, wenn du die Uhr beim Schlafen trägst, bekommst du dann auch sogenannte Vitalwerte angezeigt. Hier wird einfach geschaut, ob deine Atmung, dein Schlaf, deine Ruheherzfrequenz oder zum Beispiel auch eine Blutsauerstoffmessung hier alle im optimalen Bereich ist. Und dann bekommst du auch Abweichungen angezeigt. Dieser Wert wird aber einmal am Tag ermittelt beim Aufstehen. Das ist also kein dynamischer Wert wie zum Beispiel die Garmin Body Battery. Solltest du dich aber für Dinge wie Stressmessung, Body Battery interessieren, gibt es aber auf der Apple Watch Ultra 3 zum Beispiel die Möglichkeit, die App Bevel zu nutzen. Diese ermittelt nämlich auch die Werte und da bekommst du es auch hier über den Tag angezeigt und es gibt dann auch Applikationen auf die Uhr, die dir dann auch ebenfalls die Werte direkt hier auf dein Watchface anzeigen. Aber ein kleiner Nachteil hier, um Bevel hier komplett nutzen zu können, kostet es hier leider eine Abogebühr. Sowohl die Garmin Fenix 8 Pro als auch die Apple Watch Ultra 3 bieten dann auch eine EKG-Messung an. Bei der Fenix 8 Pro musst du es erst freischalten, aber wenn du es gemacht hast, kannst du es dann auch hier direkt verwenden. Einen kleinen Unterschied gibt es dann aber doch. Die Apple Watch Ultra 3 verfügt nämlich jetzt über die Möglichkeit, dir dann auch Warnung zu geben, wenn dein Blutdruck zu hoch ist oder zu niedrig, also wenn dann irgendwelche Abweichungen stattfinden. Es dauert dann etwa 30 Tage, bis der Wert kalibriert ist und dann bekommst du hier eine Meldung auf der Uhr angezeigt, falls das hier sein sollte. Das gibt es so momentan auf der Fenix 8 Pro nicht. Und was den optischen Herzfrequenzsensor generell angeht, so bekommen wir bei der Apple Watch Ultra 3 wirklich einen sehr, sehr guten Sensor angeboten. Sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren oder auch beim Krafttraining sind die Werte hier wirklich sehr optimal gegenüber eines Brustgurtes und dieser verbaute optische Sensor gehört mitunter zu den besten hier auf dem Markt. Bei der Fenix 8 Pro bekommen wir auch hier beim Laufen sehr gute Werte. Beim Radfahren wird es dann etwas schwieriger, wenn man zum Beispiel mit dem Gravelrad unterwegs ist, gerade wenn man dann auf einer Abfahrt unterwegs ist. Da kann es dann auf jeden Fall mal zur Abweichung der Messung kommen. Und auch beim Krafttraining ist es nicht so gut wie mit der Apple Watch Ultra 3, wenngleich die Werte auch deutlich besser sind als noch mit dem alten Sensor. Diese kommen aber nicht an eine Apple Watch Ultra 3 heran. Was das Aktivitätstracking der beiden Uhren angeht, so bekommt ihr hier mit beiden wirklich alles angeboten, was das Herz begehrt. Also Laufen, Radfahren, Schwimmen ist mit dabei, als auch Indoor und Outdoor. Du hast auch die Möglichkeit, mit beiden Uhren hier einen Triathlon durchzuführen. Bei der Garmin Fenix 8 Pro
sind aber die Aktivitäten selbst hier nochmal etwas feiner untergliedert. Während zum Beispiel bei der Apple Watch Ultra 3 es nur Radfahren gibt, hast du der Garmin Fenix 8 Pro die Möglichkeit, Gravelrad aufzuzeichnen, Mountainbike, Cyclocross oder BMX, was natürlich hier für die Auswertung etwas besser ist. Und du kannst dann auch für jede Aktivität die entsprechenden Datenfelder anzeigen lassen, die etwas hier mehr zutreffender sind. Aber auch auf der Apple Watch Ultra 3 kannst du hier die Datenfelder einstellen. Die Auswahl der Daten ist aber etwas beschränkter als bei der Fenix 8 Pro. Du hast zum Beispiel bei der Fenix 8 Pro auch die Möglichkeit, eine Steigung angepasste Pace anzuzeigen. Das heißt also, wenn du einen Berg hochläufst, berechnet die Uhr dann die Steigung äquivalent zum Flachen. Oder du hast dann auch die Möglichkeit, mehr grafisch anzeigen zu lassen, auch Trainingseffekte, die man so auf der Apple Watch Ultra 3 dann nicht sieht. Beide Uhren unterstützen auch fürs Training selbst Laufeffizienzwerte am Handgelenk. Das heißt also, hier musst du keine weiteren Accessoires dazu kaufen, um das hier anzeigen zu lassen. Möchtest du aber weitere Datenfelder während der Aktivität auf deiner Apple Watch Ultra 3 haben, ist das auch möglich. Du hast nämlich die Möglichkeit, zum Beispiel hier mit Work Outdoors hier auch dann eure Aktivitäten so zu gestalten, wie ihr es benötigt. Eine sehr umfangreiche App, auch wirklich am Anfang erschlagend, aber wenn du es mal eingestellt hast, bekommst du wirklich alles angezeigt, was das Herz begehrt. Bei Garmin gibt es sowas nicht. Was es da aber gibt, ist zum Beispiel tägliche Trainingsvorschläge, die dabei helfen sollen, hier deinen Trainingsfortschritt weiter zu entwickeln. Das haben wir so auf der Apple Watch Ultra 3 nicht. Und es gibt dann auch einen sogenannten Lauf- bzw. Garmin-Coach. Bei dem kannst du hier verschiedene Trainings auswählen, sei es fürs Radfahren, fürs Laufen oder auch fürs Triathlon. Und dann bekommst du auch eigen erstellte Trainingspläne, die wir so auf der Apple Watch Ultra 3 leider auch nicht haben. Aber auch bei der Apple Watch Ultra 3 gibt es hier Trainingsmöglichkeiten. Wie bei der Fenix 8 Pro kannst du dir nämlich Ziele setzen, die du dann erreichen kannst, sei es jetzt ein Zeitziel, Kalorienziel oder ein Distanzziel. Du kannst auch wie mit der Fenix 8 Pro dann gegen deine alte Strecke antreten, die du schon mal gelaufen bist, und hier um die Zeiten zu schlagen. Das ist möglich. Und du hast auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel Intervalle wie bei der Fenix 8 Pro auf deiner Apple Watch Ultra 3 anzulegen und diese dann hier durchzuführen. Aber wie ich schon gesagt habe, ein rundum sorglos Paket, wo dann ein Trainingsplan individuell für dich erstellt wird, das gibt es so auf der Ultra 3 leider nicht. Möchtest du aber dennoch einen Trainingsplan nutzen, dann kannst du auch hier eine weitere App für die Ultra 3 herunterladen. In diesem Fall ist es die Runner App. Auch die kostet eine kleine Abogebühr und dann kannst du aber hier eigene Trainingspläne erstellen, um deine Ziele zu erreichen. Nach dem Training ist auch vor dem Training, und so ist es natürlich auch wichtig, hier gesund zu trainieren, nicht zu viel zu trainieren. Und dafür gibt es dann auch auf der Apple Watch Ultra 3 den Trainingsload, besser gesagt, deine Aktivitäten werden dann bewertet, sei es das Laufen, Radfahren, ob es schwer oder nicht so schwer war. Beim Krafttraining musst du selber entscheiden, ob es dann schwer war, und dann bekommst du hier einen Gesamttrainingsload angezeigt, also deine Trainingsbelastung. Du bekommst auch angezeigt, ob du da rüber bist oder runter, und dann wird es auch farblich gekennzeichnet, wenn du dann über den Schwellenwert hinauskommst. Und du hast auch die Möglichkeit, individuell für jede Trainingsart auch hier dein Trainingsload anzeigen zu lassen. Das heißt also, wenn du nur Krafttraining machst, bekommst du es auch nur für Krafttraining angezeigt. Das gleiche gibt es dann auch auf der Fenix 8 Pro. Hier gibt es dann einen sogenannten Trainingszustand. Da bekommst du einen Überblick, ob du gerade einen Formaufbau hast, Abbau. Und auch hier werden alle Werte zusammengenommen, unter anderem auch den Trainingsload, auch da die Trainingsbelastung, die ebenfalls dann hier ermittelt wird. Aber man kann diesen nicht so filtern wie zum Beispiel jetzt bei der Apple Watch Ultra 3, wo du wirklich nach jeder Sportart gucken kannst, wie deine Trainingsbelastung ist. Ein weiterer interessanter Wert ist natürlich auch die VO2 Max und den Laktatschwellenwert, als auch die Laufprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Marathon, Halbmarathon. Diese bekommst du hier auf der Fenix 8 Pro wirklich sehr gut angezeigt innerhalb einer App. Das selbst ist bei der Apple Watch Ultra 3 leider etwas versteckt. Du findest die VO2 Max auch hier dann in Apple Health, als zum Beispiel auch deine Laufleistung. Aber eine Laufprognose selbst gibt es hier leider nicht. Eine Neuerung, die wir mit der Garmin Forerunner 970 bekommen haben, ist dann auch die sogenannte Running Tolerance, die wir auch hier auf der Fenix 8 Pro bekommen. Das ist ein sehr spannender Wert, weil hier soll einfach gezeigt werden, wie hoch ist deine mechanische Belastung beim Laufen. Und wenn du dann über den Wert hinauskommst, dann bekommst du auch so eine kleine Warnung angezeigt, dass du dann hier deine Läufe etwas reduzieren solltest, beziehungsweise deine Belastung. Zum Beispiel Bergläufe werden dann auch berücksichtigt oder flache Läufe oder dann, wenn es bergab geht. Da hast du ja ganz andere mechanische Belastung, und so hast du nochmal einen weiteren Indikator, damit du nicht hier in eine Verletzung läufst. Das haben wir so auf der Apple Watch Ultra 3 leider nicht. Möchtest du aber weitere Trainingsanalysen auf deiner Ultra 3 haben, gibt es aber auch hier Möglichkeiten, zum Beispiel die App Sonar Health als auch Peakwatch oder auch wieder Bevel bieten dir auch die Möglichkeiten, diese Werte aufarbeiten zu lassen, und hier bekommst du auch mal weitere, tiefere Trainingsdaten angezeigt, wie wir es zum Beispiel an der Garmin-Uhr kennen. Aber keine große Überraschung, auch hier ist natürlich auch wieder Abogebühren verbunden, um diese Apps hier im vollen Zuge genießen zu können. Ganz spannend ist natürlich dann auch die Navigation.
Die Garmin Fenix 8 Pro bietet uns ja die Möglichkeit, auch Strecken direkt auf die Uhr berechnen zu lassen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo im Urlaub bist und sagst, okay, ich möchte jetzt eine Rundstrecke laufen, 8 Kilometer, dann kannst du diese hier zum Beispiel fürs Laufen oder fürs Wandern berechnen lassen. Das liegt auch daran, weil die Uhr selber routingfähig ist. Das heißt also, die Uhr kann selber Strecken berechnen, braucht dazu jetzt keine extra App. Du kannst natürlich dann auch Routen planen und du bekommst dann auch während deiner Aktivität dann hier die Navigation angezeigt. Die Karten sind dann auch sehr detailliert, das heißt also, du bekommst auch sehr viele Points of Interest angezeigt. Trails sind dabei, das ist alles hier möglich. Unterschiede gibt es dann bei der Apple Watch Ultra 3. Du kannst zwar auch hier Strecken planen und offline auf die Uhr herunterladen. Das Ganze geht aber nur über Apple Maps und das ist auch sehr beschränkt, vor allem wenn es um Trails geht oder dann um Wanderwege. Die fehlen hier nämlich. Aber auch hier gibt es wieder Apps, die das Problem lösen, zum Beispiel FuPath. Da kannst du auf dem iPad oder auf dem Mac oder auf dem Handy eine Route planen, diese dann auf die Uhr übertragen und dann gibt es auch hier eine Offline-Navigation direkt auf deine Apple Watch Ultra 3 mit Abbiegeweisen und natürlich auch Wanderkarten. Und wenn wir dann wandern sind natürlich dann auch die GPS-Daten interessant. Die Apple Watch Ultra 3 bietet uns das L1, L5 Band an, also auch das beste GPS auf dem Markt. Das gleiche mit der Fenix 8 Pro, hier nennt es Garmin Multiband, ist vom Prinzip her aber dasselbe. Das heißt also, beide Uhren bieten uns hier wirklich sehr gute GPS-Messungen an. Auch bei der Entfernungsmessung gibt es hier überhaupt keinerlei Probleme. Da sind die Entfernungen immer sehr plausibel. Das heißt also, wenn das für dich wichtig ist, bekommst du mit beiden Uhren hier wirklich sehr gute Qualität angeboten. Deutlichen Nachteil hat die Apple Watch Ultra 3 dann aber hier bei der Akkulaufzeit. Im normalen Smartwatch-Betrieb kommt sie auf 42 Stunden. Man kann zwar hier den Energiesparmodus aktivieren, dann schafft die Uhr auch 72 Stunden, aber dann ist zum Beispiel auch die Herzfrequenzmessung ungenau. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man das dann möchte. Auch im Outdoor-Training schafft die Apple Watch Ultra 3 dann eine Laufzeit mit bestem GPS bis zu 14 Stunden. Anders sieht es bei der Fenix 8 Pro aus, wobei es davon abhängt, welche Uhr du kaufst. Die 51 mm Variante hat hier die beste Akkulaufzeit im Always-On-Modus, kommst nämlich an eine Laufzeit von bis zu 15 Tagen im Smartwatch-Betrieb. Die 47 mm Variante schafft dann hier nur 8 Tage und solltest dich für die Micro-LED-Version entscheiden, sind dann auch nur 4 Tage hier im Always-On-Modus möglich. Nicht anders sieht es dann beim Aktivitätstracking aus. Die Garmin Fenix 8 Pro in der 51 mm Variante kommt mit dem besten GPS hier auf eine Laufzeit von bis zu 41 Stunden im Always-On-Modus oder 53 Stunden im abgeschalteten Always-On-Modus. Die Fenix 8 Pro in der 47 mm Variante kommt auf eine Laufzeit von bis zu 23 Stunden im Always-On-Modus und die Micro-LED-Version in der 51 mm Variante hat hier dann eine maximale Laufzeit von 15 Stunden, auch hier im besten GPS. Es gibt dann noch verschiedene Konstellationen. Ich habe es jetzt einfach mal eingeblendet, wenn du Musik eingeschaltet hast oder ausgeschaltet hast oder wenn du es LTE nutzt und nicht LTE nutzt. Wie gesagt, da kommt es auch davon an, welche Nutzung dann hier an dieser Stelle hast. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit zum Vergleich zwischen der Apple Watch Ultra 3 und der Fenix 8 Pro. Die Apple Watch Ultra 3 bietet auf jeden Fall hier auch schon einige Möglichkeiten, Trainings durchzuführen. Mit dem Trainingsload hast du auf jeden Fall eine sehr gute Übersicht, ob du zu viel oder zu wenig trainierst. Was ich sehr gut finde, ist, dass du dann auch filtern kannst nach Aktivität. Es gibt zwar die Vitalwerte, das ersetzt aber immer noch keine Trainingsbereitschaft, aber es gibt diverse Apps, um hier die Funktion zu erweitern. Wie gesagt, mit Bevel oder Peakwatch ist zum Beispiel das Ganze möglich. Wenngleich diese dann auch hier Abogebühren kosten, aber die Uhr kostet nur 899 €, also nur in Anführungszeichen. Zum Vergleich, die Fenix 8 Pro in der 47 mm Variante startet bei 1199 € und geht dann bis zur Micro-LED bis 1999 €. Es sind zwar dann alle Sportsachen dabei, das heißt also, du musst auf jeden Fall hier nichts extra abonnieren, was jetzt die Sportwidgets angeht. Aber wenn du dann LTE nutzen möchtest, da kommt auf jeden Fall auch nochmal eine Abogebühr von etwa 10 € im Monat hinzu, die du so auf der Apple Watch Ultra 3 nicht hast, sofern du dann auch ein Handy hast, wo du so schon einen Vertrag hast. Weil bei der Fenix 8 Pro musst du dann nochmal zusätzlich das Abo machen, auch wenn du einen Handyvertrag hast. Also da entstehen auf jeden Fall auch nochmal Kosten. Und auch die Satellitentechnologie ist bei der Apple Watch Ultra 3 erstmal 2 Jahre frei. Anders als bei der Garmin Fenix 8 Pro, weil selbst da musst du für den SOS-Knopf hier die Abogebühr haben. Wenn du es nicht abgeschlossen hast und drauf drückst, passiert nämlich gar nichts. Das ist auch eine fragwürdige Entscheidung, die Garmin hier getroffen hat. Das ist anders bei der Apple Watch Ultra 3. Insgesamt würde ich sogar sagen, wenn die Akkulaufzeit der Ultra 3 etwas besser wäre oder der Ultra 4, dann wird es auf jeden Fall hier ein starker Konkurrenz zu einer Fenix-Uhr, weil doch mittlerweile sehr gute Drittanbieter-Apps am Markt sind. Du kannst mal gerne in die Kommentare schreiben, was du von der Apple Watch Ultra 3 hältst. Wäre das eine Sportuhr für dich oder ist dann doch eher die Garmin Fenix 8 Pro oder eine andere Uhr? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema der beiden Uhren sehen möchtest, ich habe auch mal ein Review gemacht der Fenix 8 Pro, gerade über die Satellitenfunktion. Das verlinke ich dir unten mal, da kannst du noch reinschauen. Beziehungsweise es gibt auch einen Test der Apple Watch Ultra 3, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du reinschauen, was die Uhr dann alles wirklich hier zu bieten hat. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.